Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von How to Ride a Motorcycle, Motorradfahren lernen. Diesmal mit Unfälle vermeiden. Sorge selbst für deine Sicherheit. Ja, Motorradfahren ist wie eine funktionierende Ehe. Es ist so, dass auch in einer Diskussion in der Ehe nicht immer entscheidend ist, wer im Recht ist. Das ist nicht wahnsinnig wichtig. Es ist als Teilnehmer dieser Diskussion, vor allem als männlicher Teilnehmer, wenn ich das so sagen darf, manchmal einfach nur wichtig, möglichst unbeschadet aus dieser Diskussion wieder rauszukommen, vollkommen egal, ob man im Recht ist oder nicht. Und ähnlich ist es auch beim Motorradfahren. Na, was ich da schon für Sichtweisen gehört habe von Leuten, die gemeint haben, ja, da bin ich im Recht gewesen, der hat mir die Vorfahrt genommen, das war doch seine Schuld. Davon hat aber keiner was. Und das ist eine wichtige Herangehensweise an das Thema. Vergesst, wer im Recht ist da draußen in einer komplexen Verkehrssituation. Denkt daran, ihr seid in den meisten Fällen das schwächste Glied und mit der Herangehensweise schauen wir uns jetzt das Video an. Wie könnt ihr selbst aktiv Fehler von anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern erkennen, erahnen, riechen, ja, durch meditatives Gedankenübertragen spüren und wie könnt ihr dann darauf selbst euer Schicksal in die Hand nehmen, und wenn es schon nicht recht kriegt, zumindest verletzungsfrei aus der Situation rauskommt. Ein wichtiges Video und wir schauen uns viele Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner an, was die dazu sagen. Also um einen Motorradunfall zu vermeiden, ist einmal grundsätzlich notwendig, dass jeder über möglichst gute Fahrtechnik verfügt. Weil grundsätzlich ist es im Straßenverkehr so, dass die Anforderung sehr hoch ist und wir ein hohes Maß unserer Aufmerksamkeit brauchen für den Verkehr und für die anderen. Wenn ich als Motorradfahrer jetzt aber nur mit meiner Fahrtechnik beschäftigt bin und nur wie ich da Gas gebe, bremse und was, dann habe ich keine Kapazitäten frei, um mich auf den Verkehr zu konzentrieren. Das heißt, als allererster ist es ganz wichtig, das Motorrad halbwegs zu beherrschen, die Fahrtechnik gut zu beherrschen. Nur dann habe ich Kapazitäten frei, um mich auf alle anderen zu konzentrieren. Auf die Autos, am Gegenverkehr, auf dem Asphalt, auf dem Straßenverlauf und auf diese Dinge. Sehr wichtig ist aber in dieser ganzen Sache mit sicher fahren, Übung macht den Meister. Dieser Spruch ist uralt, aber es ist einfach so. Viel Fahren, viel Routine. Du lernst fahren nur, indem du wirklich viel fährst. Jemand, der ganz wenig fährt, der darf nicht erwarten, dass er dann in Gefahrensituationen richtig reagiert, weil das ist das, worauf es ankommt. Du hast ja bei viel Fahrerei auch Situationen, die Gott sei Dank glimpflich ausgehen, wo du dann aber instinktiv schon richtig reagierst. Ich glaube, ganz wichtig ist ein vorausschauendes Fahren, dass man einfach weit nach vorne blickt und schon versucht, andere Verkehrsteilnehmer zu lesen. Sieht er mich nicht, was könnte der als nächstes tun? Und dass man da vor allem als Motorradfahrer eben besonders Acht drauf gibt, bei Kreuzungen, bei Überholmanövern. Da muss man einfach schauen, man ist der Schwächere, ganz eindeutig. Und das erfordert halt eine besondere Vorsicht vom Fahrer und einen besonderen Vorausblick vom Fahrer. Ja, das große Problem bei Übungen ist ja, dass man den Bremspunkt vorgegeben hat, wo man bremsen anfängt. Das wird ja nur gebremst. Die Aufmerksamkeit spiegelt ja dann die Reaktionszeit wider. Wenn ich sehr aufmerksam bin als Mensch, kann ich vielleicht knapp unter einer Sekunde reagieren. Wenn ich die Finger schon auf dem Bremshebel habe, ist es vielleicht möglich, noch einmal 1,5 Zehntelsekunden an Reaktionszeit zu verkürzen. Und den Bremsweg kann ich physikalisch nicht beeinflussen. Der ist gegeben, wenn ich 100 vorwärts sich unter 40 Meter kaum was abspülen. Also das sind nur minimale Bereiche, wo man unter 40 Meter mit einem Motorrad stehen bleiben kann. Das heißt, wenn ich jetzt aber 100 fahre und 1 Sekunde Reaktionszeit habe, dann brauche ich grob 70 Meter zum Stehenbleiben. Also mit 100 muss ich mindestens 70 Meter weit sägen. Und dann ist wieder die große Frage, ich schaue jetzt da gegenüber auf das Haus, ist das Haus jetzt 20 Meter weit weg oder 30 Meter weit weg? Wie kann ich das überhaupt einschätzen, selber als Person? Also das ist an sich ja irrsinnig schwierig und deshalb wissen wir auch aus Erfahrung, wo wir Motorradfahrverhalten analysieren, dass fast niemand auf Sicht fährt. Es ist irrsinnig schwierig, auf Sicht zu fahren.
weil die Motorradfahrer halt irgendwo ein bisschen das Speed-Gedanken haben und dann für die Situation, es geht ja oft gut. Weil wenn ich eine Kurve, Beispiel Rechtskurven, unübersichtliche Rechtskurven, links siege ich etwas weiter, weil ich außen fahre, rechts habe ich generell in derselben Kurven, ob ich jetzt rechts oder links fahre, die kürzere Sichtweite, da würde kaum wer stehen da bleiben. Also wenn man jetzt da fiktiv sagt, auf die motorradreichen Strecken in Österreich ist ein Zufall, dass in 300 Kurven genau knapp nach dem Einfahren in die Kurven in unübersichtlichem Bereich ein Auto oder Sprit ausgeht und das stehen dort. Dann darf es auf den Tag nicht gut ausschauen. Aber nur weil man einen Motorradunfall hat, hat man kein Pech gehabt. Man hat nur das Glück herausgefordert und dann hat man einmal kein Glück gehabt. And the basic of most of the faults come from our survival instincts. I call them survival reactions, where the rider reacts to a situation rather than observe it, right? Something happens in front of them and they have a survival instinct. You know, it's like if somebody throws something at you, you know, you blink or you duck, right? And there are 8 survival reactions that are covered in my book. And each one of those, all riders know exactly what I'm talking about when they read them, because everybody has experienced these things. And each one of our inborn reactions is wrong for riding motorcycles, right? We don't come genetically coded to ride motorcycles. It doesn't work that way. We have to overcome quite a few things in order to get to the core of the technical skills. Das nächstwichtigste für einen Motorradfahrer ist, dass ich als Motorradfahrer die Gefahren beim Motorradfahren kennen muss. Wenn ich es nicht kenne, wäre ich von jeder Situation überrascht. Und gerade bei diesen Kollisionsunfällen mit Autos ist es statistisch so, dass es immer die 4, 5 gleichen Situationen sind. Das heißt, die größte Gefahr ist der entgegenkommende Linksabbieger. Das heißt, ein Fahrzeug, das mir entgegenkommt und dann vor mir links abbiegt. Das passiert leider jeden Tag in Österreich, nämlich wirklich jeden Tag. Und da muss ich als Motorradfahrer so weit sein, dass ich weiß, das ist jetzt eine heikle Situation. Und da muss ich entsprechend bremsbereit sein, entsprechend den Autofahrer genau beobachten, nämlich wirklich Blickkontakt suchen. Was macht er? Sieht er mich nicht? Ist er aufmerksam? Ist er vielleicht gerade am Handy oder sowas? Das muss ich mit einbauen und registrieren. Und da gilt es immer, beim Motorradfahren sofort immer einen Plan B parat zu haben. Das heißt, ich muss da schon wissen, ist der Asphalt, auf dem ich fahre, griffig, ist er rutschig. Gebe es einen Platz zum Ausweichen auf der rechten Seite, auf der linken Seite, würde ich da bremsen, wie schnell fahre ich eigentlich? Also das sind alles Sachen, die ich als Motorradfahrer nebenbei immer parat haben muss. Also einen Plan B zu haben, brauche ich in jeder Verkehrssituation, weil ich halt als Motorradfahrer der Schwächere bin. Und für mich ist es auch so, ich denke einfach für alle mit im Straßenverkehr. Ich sehe da jemanden, ein Auto daherkommen und denke mir schon, naja, da halte ich lieber Abstand. Der fährt komisch, das passt mir nicht ganz ins Konzept und auf den passe ich dann besonders gut auf. Und man muss einfach für alle mitdenken. Also nicht, dass ich jetzt so schlau bin wie für alle, aber ich versuche halt möglichst jede Situation einzuschätzen, ob es jetzt wirklich notwendig ist, den da zu überholen, wo der vielleicht doch links abbiegen will. Er wird komisch langsam. Warum? Dann überhole ich den nicht. Es kommt nicht darauf an, der Erste irgendwo zu sein, sondern das Motorradfahren soll Spaß machen. Und wie lang es dauert, ist wurscht, weil es muss einfach in dieser Zeit immer leibend sein. Also ich kann es erahnen. Ich kann also wenn ich nicht nur mit mir beschäftigt bin, dann kann ich natürlich den Verkehr und die Autofahrer wesentlich besser beobachten und mich darauf einstellen entsprechend. Ich sehe die Sachen früher. Und die Fahrtechnik hilft uns dann auch noch, dass ich, wenn es zu so einer Situation kommt,
so ein Manöver auch bewältigen kann. Dass ich dort eben das noch der Brems oder dort eben mit einem kleinen Ausweichmanöver an der Situation vorbeikomme. Aber es geht darum, beim Motorradfahren möglichst rasch, und dazu braucht es aber 1, 2, 3, 4 Saisonen, je nachdem wie viel man fährt, einen Verkehrssinn zu entwickeln. Und dieser Verkehrssinn besteht darin, dass man so eine Art Vorahnung dafür kriegt, wie verhält sich das Auto im nächsten Augenblick. Und das ist für Anfänger halt ganz, ganz schwer und für Beginner, weil es dann meistens ein paar Jahre braucht, bis man das entwickelt. Ein Drittel der Motorradunfälle sind Alleinunfälle. Da ist klar, wer schuld ist, nämlich die böse Kurve, weil der Motorradfahrer ist ja immer arm. 2 Drittel sind Kollisionen mit anderen Fahrzeuglenkern, typischerweise mit mehrspurigen, da ist die Verschuldensteilung über 50-50 und das Übersehen werden ist die Unfallursache Nummer 1. Ja. Das heißt, die A-Säule, wenn der von der Seite zur Kreuzung kommt, die B-Säule, wenn er einen Fahrstreifenwechsel machen möchte und zu faul ist für einen Schulterblick. Und da muss der Motorradfahrer immer auf sich selbst auch schauen. Aber als Motorradfahrer musst du im Prinzip immer für den anderen mitdenken und immer so fahren, dass du das Zeug noch wegbremsen kannst, selbst dann, wenn der andere falsch reagiert. Wenn sie müde werden. Wenn sie müde werden, ja. Komplett. Dann haben sie ja, sitzen sie ja komplett falsch oben. Aber natürlich, es tut einmal der Hintern weh, das ist logisch, wenn du so viel fährst. Oder wenn du es noch nicht so gewohnt bist, sind sie noch nicht mehr so konzentriert. Das merkt man gut. Ja, wenn man sich selber überfährt. Das ist ja, jeder ist anders. Also wenn heute ein Wochenendfahrer ist oder jemand, der zweimal im Jahr mit dem Motorrad auf Urlaub ist und 3000 Kilometer im Jahr fährt, ist er sicherlich anders belastbar als wie einer, der hätte 10, also wir haben Gäste, die haben nur ein Motorrad zum Beispiel, die haben gar kein Auto. Der fährt tagtäglich mit dem Motorrad, die fahren 10.000, 15.000 Kilometer. Der ist natürlich ganz anders. Das ist so wie im Prinzip ist es ja ein Sport, auch wenn, also Motorsport schaut anders aus, aber ich sage, es ist schon auch ein sportlicher. Du bist konzentriert, du musst schon fit sein oder man sollte halt fit sein und du musst schon auch was tun und du merkst das auch. Also wenn du heute den ganzen Tag Motorrad gefahren bist am Abend, es ist nicht wie jeden Tag arbeiten gehen, sondern bist am Abend, du merkst schon, dass du was getan hast. Das ist ein anderes Umfeld, eine andere Bewegung, das merkt der Mensch einfach. Und das merkst du nachher an der Konzentration und dass es halt nachher ein bisschen nachlässt. Die meisten trinken auch viel zu wenig. Das ist auch, also überhaupt, wenn es so heiß ist, du merkst das gar nicht. Und ich glaube, man sollte sich halt in seinem Rahmen bewegen und sich nicht selber überfordern. Weil die meisten Stürze passieren dann irgendwo im Verzögerungsbereich. Nicht im Beschleunigungsbereich, sondern eher da, wo man versucht zu bremsen, um einer Situation noch mehr auszuweichen oder stehen zu bleiben. Und da ist es schon so, dass sehr viele Gabeln, besonders wenn sie lange nicht gewartet werden, sehr stark in den Endanschlag reinfahren. Sehr viele Naked Bikes sind von Haus aus schon recht knapp am Limit, weil man versucht, das recht sanft und soft auszulegen, das Fahrwerk, was halt immer den Nachteil hat, bei maximaler Belastung fährt es sehr stark in den Endanschlag oder nahe zum Endanschlag hin und wenn ich dann eine Bodenwelle auch noch habe, schlagt es dann durch und blockiert kommt dann dadurch automatisch zum Blockieren des Vorderrades. Da kann man natürlich mit einem dementsprechenden Umgang mit dem Fahrwerk, Service schon sehr viel verbessern. Also ich würde sagen, zu heiße Reifen können wir sofort ausschließen. Es gibt vielleicht 1% der Motorradfahrer, die wirklich so einen Sporttourenreifen komplett überhitzen. Ich sag mal, bei Sardinien bei 40 Grad, da wird so ein Sporttourenreifen schon mal richtig heiß, aber die meisten Motorradfahrer nutzen das einfach nicht aus. Dafür sind Sporttourenreifen schon viel zu modern. Das heißt wirklich, kalte Reifen sind Sturzursache in dem Fall Nummer 1, weil die Gummimischung kann sich nicht verzahnen, die Karkasse ist noch nicht da, der Reifen verhält sich instabil. Wie gesagt, je schneller sich der Reifen aufwärmt, desto geringer ist die Sturzmöglichkeit. Das ist eigentlich ganz was Einfaches. Beim Straßentraining wird diese Linie unterrichtet, die auch bei Videos teilweise aber sogar kritisiert wird von den Sehern des Videos, dass das falsch wäre. Aber ich habe, bevor wir über diese Linie überhaupt reden und die als Unterrichtsempfehlung weitergeben, mehr wie 2500 Videostunden gemacht und einfach Kameras aufgestellt und Verkehrsbeobachtung gemacht.
Und da hat man natürlich bei dieser Menge der ganzen Beobachtungsteile immer wieder auch Radfahrer, Fußgänger, Motorradfahrer, Busse, LKW, PKW-Fahrer, also die ganze Palette, was halt die öffentlichen Straßen benutzen darf, im Videobild gehabt. Ergebnis war, dass ich mir dann Masken über den Bildschirm gegeben habe, eine Folie, und dann auf den Straßen, weil die Kameras waren immer ganz gleich aufgestellt. Also war immer der gleiche Bildausschnitt. Und dadurch hat sich ergeben, wo fährt ein Kurvenschneider? Wie viel Platz nimmt mir ein Kurvenschneider weg? Wie viel Platz nimmt mir in meiner Linkskurven ein zu schnell fahrender Autofahrer weg, wenn er ein bisschen über die Mittellinie kommt, weil er für seine Rechtskurven unter Umständen zu schnell fährt? Und da ist rausgekommen, dass das eine absolute Ausnahme ist, dass irgendein anderer Verkehrsteilnehmer bis zu meiner Außenrandlinie fährt. Deshalb beende ich ja auch Rechtskurven so extrem rechts, weil ja Busse oder LKW, die groß sind, über die Mittellinie ragen, ohne dass sie einen Fahrfehler machen. PKW-Fahrer kommen aber, wenn sie einen Fahrfehler machen, schneller entgegen. Also ist die Gefahr eigentlich von einem schlampigen PKW-Fahrer größer für uns, weil er ja schneller entgegenkommt. Dann haben wir noch weniger Zeit zum Korrigieren. Und da hat sich eben über diese mindestens eben 2.500 Videostunden Verkehrsbeobachtung ergeben, wenn ich dort und dort fahre, und von vornherein dort fahre, dann brauche ich ja gar nicht ausweichen, wenn der mir entgegenkommt. Also in den USA musst du ganz besonders auf Autofahrer in jeder Situation aufpassen. Hier passieren Sachen, die hältst du in Europa nicht für möglich. Leute machen vor dir auf einmal einen U-Turn auf einer normalen Straße, ohne zu schauen, ohne nachzudenken. Die Leute verzehren während der Fahrt, ohne Witz. Sie telefonieren und essen dabei ein Big Mac-Menü und ziehen schnell rüber auf der Autobahn. Und du bist halt daneben. Also man muss wirklich in jeder Situation extrem aufpassen und immer mit dem Schlimmsten rechnen. In vielen Staaten, wie in Kalifornien zum Beispiel, darf man sich durchschlängeln. Lane Split nennt sich das dort. Und hat viele, viele Vorteile. Ich mache es auch selber, weil man einfach durch Verkehr durchkommt, wenn es steht oder wenn es ganz zäh vorangeht. Aber man muss extrem aufpassen, weil die Leute einfach rüberziehen. Da ist es egal, ob da 2 durchgezogene Linien sind oder 4 durchgezogene Linien und absolut verboten ist, dass man sie überquert, das ist denen egal. Die fahren einfach rüber, ohne zu schauen. Und da bin ich ja selber auch schon zum Sturz gekommen, einmal auf der Autobahn hier. Und ja, kann wirklich nur empfehlen, wirklich sehr defensiv zu fahren und immer mit dem Schlimmsten zu rechnen. Die Autofahrer hier geben leider nicht so viel Rücksicht oder achten nicht so auf, was um sie herum passiert. Es sind unterschiedliche Sachen. Die Rechtskurve hat einen engeren Kurvenradius und wenn ich die Linkskurve zu schnell fahre, bin ich natürlich auch gleich draußen. Von der Unfallstatistik her ist die Linkskurve das Gefährlichere, weil die Linkskurve mit einem Anprallhindernis auf der rechten Seite ist die Nummer 1 bei allen Unfällen. Man tut sich normalerweise bei Linksbogern leichter als bei Rechtsbogern, weil es einfach ein größerer Radius ist. Das heißt, wenn es ums Einbiegen geht in der Stadt, wenn es um Anfangen bei der Achterschleife geht, wenn ich für die Achterschleife mit einer Linkskurve anfange, tue ich mir einfach leichter, als wenn ich dann gleich in die Rechtskurve hineinfahren möchte. Für mich ist immer so ein Parameter, wenn ich das erste Mal fortfahre von 0 in der Früh weg, kann ich den ersten Turn so mit 1,5 Stunden anlegen. Das geht relativ gut, das passt. Den zweiten Turn, also dann eine Pause machen und dann die zweite, lege ich dann nur mehr eine Stunde an. Weil du nimmst mit jeder Minute nimmt dann auch die Konzentration ein wenig an. Und das ist auch ganz ein wesentlicher Teil und ich glaube, das vergessen auch viele Leute, dass viele Fehler auch passieren oder viele Unfälle passieren, weil man unkonzentriert ist, weil man Sachen übersieht, weil man zu spät hinschaut, weil man zu spät sieht und so weiter. Und wenn man sich einmal selber beobachtet, es ist ja eine Vollkonzentrationssache, das Motorradfahren. Weil du darfst ja keinen Fehler machen. Ein kleiner Fehler ist gleich einmal 1 Meter von der Fahrbahn wo weg und oft ist 1 Meter das Bankett und das ist fürs Motorrad fatal. Fürs Auto, ich will es jetzt nicht runterspielen fürs Auto, aber beim Auto magst du eine kleine Lenkbewegung und du bist mit dem rechten Räderpaar wieder vom Bankett herunter. Okay, durchgeatmet und geht weiter.
Beim Motorradfahren ist das nicht so einfach. Das ist dann meistens mit einem Sturz verbunden. Darum höchste Konzentration, also 100% Konzentration, 90 ist schon zu wenig. Nein, eben nicht. Eben nicht. Das geht ja nicht abrupt bergan, da gibt es ja keinen Knick drinnen in diesem Leistungsabfall. Das geht ja ganz schleichend und ganz langsam. Und bis es dann merkt, ist oft schon mal so weit unten, dass es dann auch schon zu spät ist. Nicht? Und das ist auch ein schwieriger Faktor. Viel trinken, das ist natürlich Vordergrund. Viele kriegen dann Krämpfe, ist mir auch schon aufgefallen. Dann, wenn wir beim Essen zusammensitzen, dann sagen sie, Walter, ich kann nicht mehr kuppeln, ne? Weil natürlich viel Verkehr war vielleicht an Südtiroloche und er hat immer kuppeln müssen, schalten müssen. Dann sage ich so, leihe mal Salz auf die Hand und dann muss das Salz wegschlecken und dann passt es ihm wieder. Das Wichtige ist viel trinken eigentlich, dass der Körper alles hat. Meistens im Überholen. Gerade in die Pässe, wenn es unübersichtlich ist, sehr kurvig ist, wo sie dann schon, die ersten paar kommen gut vorbei, dann kommen da 2, 3 Graden lang Autos entgegen und dann wollen die einfach auf Biegen und Brechen nach. Und das steht letztendlich dann nicht dafür, weil oben kriegt keiner von uns einen Pokal. Jeder ist da für sich verantwortlich und ich probiere, das sage ich auch so, nach Möglichkeit nicht ganze Kolonnen zu überholen. Das ist sowieso immer ein bisschen schwierig, vor allem wenn man die Straße nicht kennt. Das könnte ja dann doch einmal einer ausscheren oder was. Vielleicht maximal 2 Autos, dann rechts ranfahren, sonst fährt der Tourguide eher zur Mitte hin und dann eben so rechts-links versetzt. Schaffe ein bisschen Platz, dann schaue ich, dass ein paar nachziehen. Jeder soll wieder Platz schaffen, man soll sich wieder auffädeln und dann schnappt man sich den nächsten. Also die Hauptansprache, die wir immer so zum Schluss gerne mal bringen, ist eine, die die Leute besinnt, wir fahren miteinander, nicht gegeneinander. Das bezieht sich vor allem auf diese Momente, wo wir die Leute frei fahren lassen. Frei fahren muss man sich so vorstellen, wir kommen an einer Stelle, wo es nicht möglich ist, sich zu verfahren. Du hast ja eine unterschiedliche Gruppe, also du hast Leute drin, die wollen eigentlich lieber ein bisschen cruisen und die anderen sagen, ich möchte ein bisschen zügiger oder dynamischer hochfahren. Damit da jeder seinen Geschmack bedienen kann, schickt der Tourguide dann die Gruppe durch. Jeder macht, wie er will und man trifft sich entweder an einem vereinbarten Treffpunkt oder auf der Passher. Jetzt ist es natürlich so, dass Gruppendynamik ein Lure ist und die Leute nach dem Startschuss das oftmals dann gerne betrachten, als ging es darum, wer ist denn als Erster auf der Passhöhe. War früher schlimmer als heute. Heute hat sich durch den Generationswechsel in der Motorradszene das Ganze ein bisschen geändert. Aber dennoch ist es so, wenn Sie dann wieder jung werden für einen kurzen Moment, würden Sie gerne zu fest am Kabel ziehen. Gehört meines Erachtens dann doch eher auf den gesicherten Ring oder auf die Rennstrecke, wenn Sie zu schnell fahren wollen. Ich fahre, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, auch eher im gemütlichen Modus, auch wenn das für viele relativ flott ist, ist es trotzdem, ich lasse mir immer gern eine Sicherheitsreserve, um auch Fehler von den anderen ein bisschen ausbessern zu können, weil mit dem musst du immer rechnen, habe ich auch öfters Situationen gehabt, wo ich auch dann mir gedacht habe, das war gut, dass ich jetzt nicht richtig flott um die Ecke gefahren bin, sondern habe noch ein bisschen Reserve gehabt, um ein überschießendes Fahrzeug, was mir entgegenkommen ist, noch ein bisschen auszuweichen und solche Sachen. Also auf der Straße da wirklich ans Limit zu gehen, ist schon sehr bedenklich, aber am ehesten dann noch auf diesen Stellen, wo ich gute Aussicht habe und das dort eher anbringe. Es kommt immer wieder die Situation, dass mir oft Leute fragen, wie kann das sein, ich fahre 15 Sekunden langsamer als du und falle trotzdem runter. Das liegt eben daran, dass man an bestimmten Punkten auf der Rennstrecke auch als Hobbyfahrer oder als langsamerer Fahrer teilweise schon knapp am Limit dran ist. Was man aber nicht weiß. Wenn jetzt so ein Fahrer versucht, schneller zu fahren, was macht der? Der versucht natürlich überall zu pushen. Und dann kann es sein, dass er genau an diese Stellen, wo er schon relativ knapp am Limit war, ohne es zu wissen, dort auch noch mal ein bisschen mehr pusht und das kurz überschreitet und runterfällt.
Wir gucken uns die Unfallstatistiker sehr, sehr genau an. Da kooperieren wir auch mit wissenschaftlichen Institutionen. Es gibt beispielsweise in Deutschland die sogenannte GIDAS, German In-Depth Accident Study. Das ist für uns eigentlich die ausschlaggebende Datenbasis, wenn es um Unfälle geht. Hier kooperieren wir sehr stark mit der TU Dresden, wo auch die Erfassung in dessen Umfeld stattfindet, mit der Verkehrsunfallforschung in Dresden. Und hier haben wir wirklich Tausende von Motorradunfällen im Detail abgebildet, an denen wir uns dann orientieren können, aus denen wir dann ausleiten können, an denen wir auch die Wirksamkeit neuer Systeme nochmal messen können. Und da können wir dann auch ausleiten, wie viel Wirksamkeit für gewisse Systeme da ist und sehen dann eben auch für uns nochmal den Nachweis, dass wir eine Wirkung auch in der Unfallstatistik erzeugen. Das ist definitiv unsere Hoffnung. Wir gucken uns diese Systeme sehr, sehr genau an. Es gibt da ja im Übrigen auch eine industrieweite Kooperation, Connected Motorcycle Consortium, wo wir mit den großen OEMs, sei es KTM, Honda, Yamaha, gemeinschaftlich Standards für derartige Systeme jetzt schon definieren und auch angucken, wie wir die Wirksamkeit da deutlich verbessern können. Für uns ist es natürlich ein Traum, wenn irgendwann mal sowas wie eine digitale Sichtbarkeit von Motorrädern da ist, weil genau die angesprochenen Unfälle, Kollisionsunfälle, da ist ja wirklich ein Hauptgrund, dass die Motorradfahrer durch den Pkw-Fahrer beispielsweise übersehen werden. Wenn wir hier elektronisch Abhilfe schaffen, hat das einen immensen Einfluss auf die Unfallstatistik. Da arbeiten wir dran, das gucken wir uns an und da hoffen wir sehr, dass wir da dass wir in Zukunft das auch möglichst schnell in Serie bekommen können. Also das Allerwichtigste in einem Schadenfall ist, zuerst einmal den Unfallort abzusichern, ohne sich selbst natürlich zu gefährden. Und auch sollte es Verletzte geben, sich darum zu kümmern. Dann die Daten aufzunehmen mit dem Unfallgegner. Dazu gibt es auch einen Unfallbericht, einen internationalen, den man hernehmen kann. Und dann ist das Allerbeste, dass man die Informationen direkt an Zürich Connect schickt und alles gut dokumentiert und aufbewahrt. Bei der Haftpflichtversicherung deckt die Versicherung die Schäden, entweder Personenschäden oder Sachschäden beim Unfallgegner. Entweder sie zahlt, weil eine Haftung, ein Verschulden vorliegt, oder sie wehrt auch ab, wenn kein Verschulden vorliegt. Und bei der Kaskoversicherung werden die Schäden am eigenen Fahrzeug versichert. Da kommt es darauf an, ob man Voll- oder Teilkasko versichert ist. Die Mitfahrenden, die am Sozius sitzen, die sind mitversichert über die Haftpflicht direkt. Parkschäden sind rein bei der Vollkasko mitversichert. Da schließt man einfach eine Vollkasko ab. Und sollte mal sowas passieren, passiert relativ oft, dass ein Motorrad einfach beim Ausparken eben umgeschoben wird, mehr oder weniger, dass es umfällt. Parkschäden sind nur bei der Vollkasko mitversichert. Es gab da in Österreich natürlich in den letzten Jahren einige Sachen, die es gibt. Eine Besonderheit in Österreich ist die Führerschein-Mehrphasenausbildung und die verpflichtet jeden, der einen neuen Führerschein macht, egal ob Auto oder Motorrad, dass er innerhalb von einem Jahr ein Fahrtechniktraining absolvieren muss. Das wirkt sich sehr gut aus. Also man sieht es dann an Untersuchungen in dieser betreffenden Klasse, nämlich das sind die jungen Führerscheinbesitzer zwischen 18 und 24, dass die aufgrund dieser Mehrphasenausbildung bis zu 30% weniger Unfälle haben. Ja, wie seht ihr das? Haben wir uns das Video angeschaut? Was Schwachsinn? Muss man auf Recht beharren? Macht es jetzt Sinn, dass wir jetzt als Motorradfahrer in die Defensive gehen und quasi uns damit abfinden, mehr oder weniger, dass andere Verkehrsteilnehmer Fehler machen und wir müssen jetzt auf diese Fehler ausmerzen durch Training, durch Übungen, durch passive Fahrweise, also durch aktiv, ein bisschen passivere oder defensivere Fahrweise. Wie seht ihr das? Oder ist das voreilender Gehorsam und sollte man lieber versuchen, unser Recht durchzusetzen? Da bin ich auf die Diskussion gespannt von euch. In jedem Fall denke ich, ein wichtiges Thema, um Unfälle zu vermeiden. Und da bitte ich ganz intensiv um eure Mithilfe. Wenn ihr meint, ein wichtiges Thema, nehmt das Video, teilt es auf den sozialen Netzwerken. Wenn ihr dafür stehen könnt, für das Thema,
dann würde ich mich wirklich freuen, wenn möglichst viele Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer selbst aktiv für mehr Sicherheit, für ihre eigene Sicherheit sorgen können. Danke fürs Mitmachen. Tschüss und Baba, bis zum nächsten Mal.